Hallo meine Lieben, Tag 4 der Weihnachtskarten-Challenge und heute arbeiten wir mit einem Stanzenset und zwar ist es dieses hier. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, aber was wir damit genau machen werden, das zeige ich euch gleich. So, heute arbeiten wir mit diesem Set und zugegeben, das sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, aber es wird dann Sinn machen, sobald wir anfangen, das Ganze auszustanzen. Basiskarte bei mir, wie immer, 14,8 mal 10,5. Das heißt, ihr könnt hier wunderbar mit einer A4-Seite arbeiten und 2 Karten daraus ausschneiden und das ist ein 200 Gramm weißer Cardstock. Bei der ersten Karte werde ich das so machen, dass ich die Matte und als Hintergrund auch noch einen Kreis aufbringe und das mache ich wie folgt. Einerseits habe ich hier diese Karte, die ist effektiv auf die Kartengröße auch geschnitten, das heißt 14,8 mal 10,5. Die ist hier so aus einem Set, was ich schon mehrmals gezeigt habe, von Coop. Haben die hier ein super schönes Motivpapier. Das bringe ich auf die Karte auf. So, das wäre das erste, das heißt, das hier ist meine Mattung. Und dann will ich einen Kreis ausstanzen und zwar in 2 Teilen. Einerseits nehme ich hier einen grauen Cardstock und dann nehme ich so eine Kreisstanze und mache die Größe von dem größeren Kreis, werde ich hier auswählen. Und dann werde ich aber drüber noch so einen weißen Rand machen mit dieser Stanze. Das heißt, die beiden Sachen werde ich jetzt ausstanzen und bin gleich wieder zurück. So, die beiden Kreise habe ich jetzt ausgestanzt, aber bevor ich die aufklebe, will ich zuerst wissen, wie viel Platz ich unten für den Spruch brauche. Und da werde ich aus einem anderen Stempelset dieses With Love at Christmas nehmen, das stempeln und dann ausstanzen. Dazu nehme ich hier wieder das Stempeltool. Habe so ein kleines Stück von den Resten, bringe das hier mittig auf. Das stemple ich mit der StarZone, weil ich will das ja nachher nicht einfärben, von dem her passt es. Und das stanze ich jetzt kurz aus. Und jetzt habe ich ja auch eine gute Orientierung, wo das alles zu liegen kommen soll. Das wird dann ungefähr so sein, aber bevor ich das jetzt wirklich festklebe, will ich natürlich noch meinen Santa. Da müsst ihr jetzt drauf gucken, welche Farbe haben soll. Wir haben einerseits die Mütze, brauchen wir einmal rot und einmal weiß. Das Gesicht brauchen wir weiß. Den Bart brauchen wir auch weiß. Ebenso die Nase, den Schnäuzer. Was wir aber schwarz brauchen, sind
Diese ganz kleinen Dinge hier, das sind die Augen. Die brauchen wir schwarz. Und weil ich heute ja 3 Karten machen werde, werde ich das Ganze auch 3-mal gleich jetzt machen. Und wenn ihr euch vorhin gefragt habt, warum ich die Mütze jetzt einmal weiß ausgeschnitten habe, das ist ganz einfach so, weil ich diesen unteren Teil und den Bommel brauche ich natürlich in weiß und das schneide ich jetzt kurz aus. Und jetzt kann ich das alles übereinander kleben. Jetzt seht ihr auch schon ein bisschen, was das werden soll, ne? Damit das aber jetzt noch ein bisschen mehr Kontrast kriegt, werde ich hier noch kurz ein paar Sachen einfärben.
Und schon ist der Weihnachtsmann fertig, ganz ohne zu stempeln. Und als nächstes können wir jetzt das Ganze zusammenkleben. Das heißt, ich gucke kurz hier, was wo liegen soll. Das hier werde ich mit Dimensionals aufbringen. Und den Kreis werde ich effektiv auf die Karte draufkleben. Den ersten. Ich nehme hier ein Snail, ganz einfach deshalb, weil dieses Papier, das seht ihr sehr wahrscheinlich gar nicht so gut, aber das ist ziemlich stark perforiert und hat noch eine Schicht drauf, die mit dem Flüssigkleber nicht so gut kleben würde. Und deshalb mache ich das mit dem Snail. Jetzt versuche ich hier die Mitte zu finden. Von oben und unten und beiden Seiten. Ich habe gerade gesehen, das Papier hat eine ganz leichte Prägung und die will ich gerade drauf bringen. Und den Weihnachtsmann selber, den bringe ich wieder mit Dimensionals drauf. Und fertig ist unsere erste Karte. Für die zweite Karte nehme ich das, was ich vorhin schon ausgestanzt hatte, und diesmal habe ich mitgedacht, ich habe das Gesicht vorher eingefärbt, geht ein bisschen einfacher. Das legen wir jetzt kurz beiseite. Basiskarte natürlich eben diese 14,8 mal 10,5 Karte, und als Auflagekarte, ich mache die Mattung immer so, dass ich nur 0,5 cm reingehe. Das heißt, die Mattung ist 14,3 und 10 cm. Die können wir schon auf die Karte bringen. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher ich das Papier habe, das ist ein Motivpapierblock, den ich schon öfters verwendet habe von Coop, und da ist es dieses rote Schneeflockenmuster. Jetzt können wir hingehen und den Santa zusammenkleben.
jetzt gehe ich auch hier hin und gebe dem kurz noch ein bisschen mehr Farbe. So, und jetzt brauchen wir da noch einen Spruch. Für den Spruch habe ich mir Folgendes überlegt. Ich möchte hier aus diesem Stempelset dieses Merry und das Christmas und das bringe ich auf ein weißes Papier in aber 2 Stücken, nicht in einem Stück auf und schneide das dann entsprechend aus. Stempeln werde ich das Ganze mit der StazOn Stempelfarbe. Und das schneide ich jetzt kurz zurecht noch. So, jetzt sind die beiden Stücke fertig. Ich habe hier auch die Ecken noch ein bisschen abgerundet. Jetzt, damit das alles nicht dieselbe Dimension hat, werde ich dieses mit Dimensionals aufbringen. Für hier habe ich 2 weiße Papierstreifen, die ich hinten aufkleben werde. Und das werde ich auch mit Dimensionals aufbringen. So, und fertig ist auch schon unsere zweite Karte. So, und die letzte Karte, die wir noch haben, da machen wir ein bisschen was anderes. Wir nehmen auch wieder diese Kartenbasis, die 14,8 x 10,5 ist. Dann habe ich eine weiße Karte zum Mattieren. Das heißt, Mattieren, das ist 10 cm x 14,3. Die werden wir prägen. Dann braucht ihr 3 Streifen. Ich habe hier 2 graue und einen roten genommen. Die sind jeweils 2 cm breit und sie müssen einfach ein bisschen größer als die Karte sein, weil wir gucken dann, wo der Weihnachtsmann zu liegen kommt und rechnen von da zurück. Einfach, dass es über die ganze Seite geht. Den Weihnachtsmann selber natürlich und stempeln werden wir dann
auch noch was Kleines. Aber als allererstes werde ich jetzt zuerst den Weihnachtsmann zusammenkleben. Und wie auch bei den anderen werde ich den nur kurz einfärben. Und jetzt gehen wir hin und prägen kurz diese Karte hier. Und diese Karte kleben wir auch gleich schon auf die Basiskarte auf. Jetzt müssen wir gucken, wo genau wir den Weihnachtsmann und wo wir die Streifen anbringen wollen. Ich würde sagen eher im unteren Drittel. Ich werde dann auf beiden Seiten effektiv hier abschneiden. Das heißt, auf der Seite kommt hinter dem Weihnachtsmann nichts hervor und hier gehen wir dann entlang der Mattung.
Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher gesagt habe, aber diese Stempel hier, das hatte ich effektiv aus demselben Set, was wir vorhin schon verwendet haben. Das ist dieses Christmas, Happy und Wishing und irgendwo ist noch ein A hier. Und jetzt geht es darum, das Ganze zusammenzukleben. Ich werde die Streifen direkt mit Flüssigkleber und den Weihnachtsmann dann mit Dimensionals draufbringen. Zeichne mir hier nur ein, wo ich diese Streifen auf der Seite abschneiden werde. Das mache ich ganz kurz. So, jetzt muss ich nur wissen, wo ich den untersten kleben werde. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Ich versuche herauszufinden, wo ich diese Streifen auf der anderen Seite abschneiden werde. Das mache ich jetzt folgendermaßen. Das wird hier auf der Linie gerade hinauf sein. Bin mir ziemlich sicher, dass es da einen einfacheren Weg gegeben hätte. Kam mir jetzt aber gerade nicht in den Sinn. Und so geht es ja auch, ne? Ich klebe mir jetzt mal das Christmas fest und orientiere dann die anderen daran. Und jetzt noch den so aufbringen, dass unten nichts hervorguckt. Ich habe mich hier an dieser mittleren Spitze orientiert, dass wir die Schrift trotzdem nicht verdecken. Die Mütze hier drüben genug Platz hat. Ich würde sagen, das passt so. Eine relativ schlichte Karte, aber durch diese Prägung finde ich die ist echt super geworden. Von dem her, das waren die 3 Ideen, die ich mit diesem Stanzenset hatte. Ich hoffe, euch haben die beiden Karten gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, habe ich euch unten in die Links reingestellt. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auf das kleine Glöckchen unten
und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!